Der GameTap erhält in der Godot Engine 4.5 mit dem Development Snapshot 1 ein paar Updates, das Audio muten können und mehrere Nodes auf einmal auswählen können. Wie genau funktioniert das und worauf musst du achten? Ich zeige es in der heutigen Folge von Godot 4.5 in wenigen Minuten erklärt. Ich bin natürlich Most Wanted. Lass dem Video gerne einen Like, wenn es dir gefallen sollte, abonniere, wenn du mehr sehen möchtest und schreib gerne Fragen, Feedback und Meinungen zur Folge in die Kommentare. Und jetzt geht's los. Was hat sich in der Godot Engine 4.5 geändert? Zum Zeigen habe ich in diesem Video hier eine ganz simple Szene aufgebaut. Ich habe hier unten das Icon SVG einfach 5-mal in die Szene geschoben, jetzt gerade ein 6. Mal, sodass wir 6 verschiedene Instanzen von unserer Sprite 2D Node hier haben. Der Audio Stream Player hier ist nur demonstrativ da, dazu erzähle ich gleich ein bisschen was mehr. Und jetzt brauchen wir den GameTap, den es seit der Godot Engine 4.4 bereits gibt, hier oben. Und hier gibt es insgesamt 2 Änderungen. Das erste ist Audio. Wir können jetzt mit einem Klick hier oben unser laufendes Spiel, unsere Anwendung, die wir gerade im Editor debuggen, komplett stumm schalten oder den Ton normal laufen lassen. Das ist hier unter anderem neu. Du musst nicht mehr in die Systemsteuerung gehen, das Audio der Engine runterdrehen oder deine Kopfhörer ausschalten. Einfach wie in Unity oder der Unreal Engine mit einem Klick Ton muten und so einfach geht es. Und das egal ob in GD-Script oder in C# und auf welchem Gerät, das wird in der 4.5 überall kommen. Dann müssen wir einmal in den Play-Mode gehen und zwar hier oben einmal zum Zeigen. Ich habe das Fenster hier in die Engine eingebettet und es nicht als fliegendes Fenster gemacht. Und jetzt gehen wir hier oben auf Play und dann haben wir ja hier unser Debug-Fenster. Wenn wir jetzt hier oben links von Normal Input auf 2D wechseln, dann können wir Nodes aus dem Bereich 2D hier auswählen, während unser Spiel läuft. Und das ist jetzt hier eine Sache, die geändert wurde. Bereits vorher in Godot 4.4 konntest du Nodes problemlos anklicken, gar kein Thema. Jetzt hast du auch die Möglichkeit, mit einem Box Select oder eben Shift und Linksklick mehrere Nodes nacheinander auszuwählen. Wichtig ist, du siehst im Inspektor zwar immer nur die Daten der zuletzt ausgewählten Node, aber du kannst alle ausgewählten auf einmal bearbeiten. Machen wir ein Beispiel. Wir ändern mal die Position hier von allen 6 Nodes, die wir hier haben, in der X-Achse auf den Wert 0. Das greift dann für alle davon. Mit Steuerung Z Sachen rückgängig machen geht hierbei nicht. Was wir jetzt auch machen können, zum Beispiel die Farbe ändern. Machen wir mal hier Grünton weg, Blauton weg, dann haben hier alle 6 Nodes auf einen Schlag den Rotton. Wichtig ist nur, das hier ist ja Debuggen des Spiels, also während die Anwendung läuft. Denn wir machen die Änderungen derzeit in unserer Remote-Szene und nicht in der lokalen Szene. Das ist ganz wichtig. Denn Remote Scene heißt, das laufende Spiel, was gerade debuggt wird, da ändern wir die Werte, während lokale Szene das ist, was wir in Godot selbst aufbauen. Wenn wir hier das Ganze pausieren mit F8 und wir gehen in 2D, ist hier noch weiterhin alles normal. Das heißt, es ist wirklich weiterhin auch so, dass es nur zum Testen ist, wie könnte was aussehen, will ich das vielleicht so machen, dann kannst du in der Remote Scene beim laufenden Spiel Sachen umpositionieren und testen und es dann eben hier in der lokalen Szene korrekt aufbauen. Diese 2 Änderungen bezüglich Ton muten und multiplen Nodes auswählen sind die großen Änderungen in der Godot Engine 4.5 Dev 1 für den GameTap. Dazu haben wir hier auch auf dem Blogbeitrag einmal den Artikel über Mute Game Toggle und weiter unten hier haben wir auch das Erlauben vom Auswählen mehrerer Nodes auf einmal. Und das war auch schon die heutige Folge. Kleines Update, aber sehr praktisch. Mehr Quality of Life, bessere Workflows, Zeitersparnis, was will man denn mehr? Ich würde gerne ein Like auf diesem Video hier haben, wenn es dir gefallen haben sollte, ein Abo für diesen Kanal, wenn du mehr sehen möchtest und sonst von dir Fragen, Feedback und Meinungen zum Update gerne in die Kommentare schreiben. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Folge.